Hans Wagner hasste den Sternenhimmel. Wann immer er zu ihm aufsah, konnte er nicht anders, als zu versuchen, die Sterne zu zählen. Da war immer noch einer und noch einer. Es schien kein Ende zu geben. Dann bekam er Angst. Sein Atem stockte und sein Kopf füllte sich mit Gedanken, die weit über seinen Verstand hinausgingen und eine merkwürdige Panik in ihm auslösten. Was ist da draußen? Was sind wir? Warum schenkt man uns etwas Wunderbares wie das Leben, nur um es uns wieder wegzunehmen? Warum gibt es das alles? Das Universum ist unendlich, aber wie soll das funktionieren? Wo hört es auf? Was ist dahinter? Warum sind Ende und Unendlichkeit beide so unfassbar? Steht hinter all dem ein Wille? Gibt es einen Gott? Ist er gut? Was, wenn er böse ist? Überhaupt gab es viele Dinge, die in Hans Wagner Panik auslösten. Als seine Panik eines Tages dazu führte, dass er ohne ersichtlichen Grund auf offener Straße weinend zusammenbrach, hatte ihm ein Arzt Tabletten verschrieben, die die undenkbaren Gedanken endlich zum Schweigen brachten. Von diesem Tag an hatte Hans seine Tabletten sehr gewissenhaft genommen. Sie erfüllten ihn mit einer so angenehmen Stille. Nun, zumindest war es still. 2 Pillen morgens, 1 am Mittag, 2 am Abend, am liebsten runtergespült mit Whisky. Hans Wagner war ein sehr gewissenhafter Mensch und über die Gründe seiner Nachlässigkeit an diesem schicksalhaften Tag kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass Hans an diesem Abend nicht auffiel, dass die beiden Pillen, die er soeben geschluckt hatte, seine letzten beiden gewesen waren. Ein vermeidbarer Fehler, der eine Kette beunruhigender Ereignisse ins Rollen brachte, von denen hier die Rede sein soll. Als er in den Abgrund der leeren Schublade blickte, erinnerte sich Hans daran, dass er glücklicherweise einen eisernen Reservevorrat an Tabletten in seinem Nachttischschrank hatte, den er unglücklicherweise vor einigen Wochen nachts hatte aufbrauchen müssen, nachdem er versehentlich eine Folge Dr. Who im Fernsehen gesehen hatte. Für den Moment beschloss Hans, dennoch ruhig zu bleiben und an einem Plan zu arbeiten, wie er aus dieser Misere wieder herauskommen konnte.
Doch Hans' Kopf war schon so voll mit beängstigenden, wirren Gedanken, dass keine Idee der Welt sich trauen wollte, auch nur in seine Nähe zu kommen. Und so verging der Tag ergebnislos. Schließlich beschloss Hans, dass Whisky für heute als Ersatz für die Pillen reichen würde. Leider war es auch um seinen Whiskybestand nicht sehr gut bestellt. Kein Weg führte daran vorbei, die Wohnung zu verlassen. Ein schrecklicher Gedanke. Es war eine ganze Weile her, dass Hans die Wohnung in einem Status verlassen hatte, in dem er ein so leichtes Opfer für Gefühle jeglicher Art war. Und natürlich kam sein alter Bekannter, die Angst, als erstes zu ihm zurück. Doch nicht nur die Angst war wieder da. Wie lange hatte Hans schon nicht mehr den Duft eines kühlen Herbstabends gerochen? Wie lange nicht mehr die Verheißung gespürt, die solche Abende versprühen? Wie lange hatte er keine Baumrinde mehr angefasst? Und da war noch ein alter Bekannter, den Hans nie wieder hatte spüren wollen. Scham. Auf seine Erleichterung, am Supermarkt angekommen zu sein, folgten Ekel, Wut und schließlich Freude. Nur was Hans nie erwartet hätte, womit er auf keinen Fall in keinem denkbaren Szenario hatte rechnen können, war Liebe. 2,20 € zurück. Tschüss und schönen Abend. Hallo. So, einmal 6,78 bitte. Hallo. Hallo. Hallo, können Sie endlich mal bezahlen, bitte? Ja, sicher. Entschuldigung. Hier. Dankeschön. Was macht denn einmal? Hallo, Ihr Rückgeld.
Abend. Schön heute, ne? Geht. Ja. Richtig ein bisschen mild. So für Herbst. Mhm. Ist gut? Was? Ach so, geht. Warum trinkst du es dann? Halt so, hilft. Wogegen? Kälte? Sag mal, kann ich auch einen Schluck? Na gut. Boah, nee, das ist ja ekelhaft. Ja, da hab ich was Besseres. Was ist das? Das ist Rum. Richtig gut da aus Jamaika. Prost. Prost. Kann ich auch? Schluck? Ja, sicher. Der ist gut, ne? Ja, schon. Ja. Was ist denn da? Wo? Ja, da, wo du die ganze Zeit hinstarrst. Nix? Ja, nix. Da muss doch was sein. Du guckst ja die ganze Zeit dahin. Nix ist da. Lass mich in Ruhe. Hey, 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 hey. Was ist das für ein Umgangston? Also jetzt muss ich Sie bitten zu gehen, mein Herr. Das ist hier mein Bett und ich möchte jetzt schlafen. Was? Ich will schlafen. Geh weg. Zigarette? Ja. Danke. Ich hab mich verliebt. Da drin, da arbeitet so eine, die kassiert da, die ist toll. Schon angesprochen? Was? Wie denn? Das geht doch nicht einfach so. Ich meine, ich kenne die doch gar nicht. Ja, dann musst du sie eben kennenlernen. Wo ist denn da das Problem? Hä? Man kann doch nicht einfach fremde Leute ansprechen. Ja, wenn man sich in fremde Leute verliebt, dann muss man sie auch ansprechen. Also komm, wir gehen jetzt da rein und dann sprichst du sie an. Nein, bleib hier. Ich denke, du willst die kennenlernen. Ja, also... Nein, ich meine, die hat doch gar keine Zeit. Ich bleib hier und warte, bis sie draußen ist. Die hat ja gleich Schluss. Und wenn sie dann rauskommt, dann spreche ich sie an. Gut. Das klingt nach einem Plan. Ja. Wie sie das? Ja, los, geh hin. Sprich sie an. Jetzt geh doch dahin, jetzt sprich die doch an, Mensch, du Vollidiot. Hallo? Hallo, Fräulein. Wir, Ja, toll. Jetzt ist sie zu weit weg. Das war vielleicht eine schlappe Vorstellung. Also ich will jetzt schlafen, komm, hau ab. Na gut. Na gut. Also, ich gehe dann, ja? Also, ich habe mir überlegt, du könntest ja auch
Also weil es ja noch so kalt wird und, also wenn du willst, ich habe halt eine Wohnung und noch eine zweite Matratze und, also wenn du möchtest, du könntest halt auch bei mir pennen, weil es so kalt wird heute Nacht. Also nur wenn du möchtest natürlich, ne? Hast du Frühstück? Was? Ob du Frühstück hast? Ich hab so Toastbrot und so Flakes. Was ist das für Flakes? Schokolade? Nee, die mache ich nicht. Was auf Toast? Erdnussbutter, glaube ich. Ja. Wo längs? Schläfst du schon? Ja. Wie heißt du eigentlich? Hobbit. Das ist doch kein Name. Du bist kein Name, Digger. Ja, ist ja gut. Ich versuch's morgen nochmal, Was? die Kassiererin anzusprechen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Am nächsten Tag, nach einem üppigen Frühstück aus so einigen Erdnussbutterbroten, beschloss Hobbit, dass es an der Zeit sei, aufzubrechen, um, wie er sagte, seinen Geschäften nachzugehen. Ja, also. Danke, ne? Tschüss. Tschüss. Hans war wild entschlossen, dass dies der Tag sein würde, an dem er die schöne Kassiererin ansprach. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hallo. Geht's Ihnen gut? Entschuldigung, Sie haben gar keine Ware. Wollen Sie gar nichts kaufen? Hallo. Geht's Ihnen gut? Entschuldigung, kann mir hier mal jemand helfen? Hallo! Hallo? Hören Sie mich? Geht's Ihnen gut? Bleiben Sie wach, okay? Es kommt gleich Hilfe. Alles in Ordnung? Ja. Cool. Na, guck mal, wer da ist. Oh, nee. Was denn? Hör mal, ich will einfach nur hier pennen und ansonsten in Ruhe gelassen werden, okay? Hey, warum so abweisend? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, das hat doch wirklich seine Gründe. Was machst du denn so? Bist du immer noch blind? Blind? Halt die Klappe. Ich glaube, ich gehe dann wieder. Tschüss. Wie du willst. Bei uns ist immer ein Platz für dich frei. Ja. Danke. Aber blind bin ich nicht mehr, nee. Die Abgaben bei uns sind nicht mehr so hoch. Und dein Schild ist auch immer noch da. Du kannst jederzeit wieder anfangen. Ich habe schon gehört, wie das jetzt bei euch läuft. Nein, danke. Du solltest Gregor unbedingt mal kennenlernen. Wirst du sowieso. Hans war zutiefst beschämt und verzweifelt. Was sollte er tun, wenn es ihm schon körperlich unmöglich war, die schöne Kassiererin auch nur anzusprechen? Unfähig, eine Antwort auf diese brennende Frage zu finden, hatte Hans beschlossen, den Tag allein mit einer Flasche Whisky zu verbringen.
Was machst du hier? Ja, also ich habe gedacht, also ich habe Bier mitgebracht und draußen ist nicht so schön und da dachte ich, ach komm, ist eine scheiß Idee, ich gehe wieder. Mach's dir bequem. Bist du voll? Was geht's dich an? Oh, war ja nur eine Frage. Und? Hast du mit der Frau gesprochen? Nein, Warum nicht? ging nicht. Bin umgefallen. Wie umgefallen? Naja, Da erzählte Hans Hobbit von den Tabletten und von der Angst und davon, wie es ihn lähmte, wieder Dinge zu spüren und wie er vor Frau Schön und all den Leuten im Laden einfach ohnmächtig geworden war. Hobbit hörte bedächtig zu und verstand gut. ich sollte einfach wieder meine Tabletten nehmen, damit alles wieder normal wird. Nix normal. Dann normal ist doch scheiße. Du gehst nicht zurück zu normal, du gehst zu dieser blöden Kassiererfrau. Dann übst du eben, man kann alles üben, reden auch. Dann gehst du zu solchen Dates. Ja genau, du gehst zum Speed-Dating. Was? Ja, nix was, ja. 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 Wunderbar, morgen gehst du zum Speed-Dating. Morgen schon? Ja, je früher du im Training bist, desto früher kommst du zu deiner Kassiererin. Okay, So, jetzt zeig mir mal deinen Computer, dann melde ich dich da an und sag dir, wo du hin sollst. okay. Ja! Ah. Also ich fange dann mal an. Hallo, ich heiße Amelie. Ja, und du? Hans. Hallo, Hans. Hast du schon sowas hier mitgemacht? Ich mache das hier zum ersten Mal. War wahrscheinlich eine doofe Idee. Warum? Also, wie kannst du denn jetzt schon wissen, dass das eine doofe Idee war? Ich weiß es nicht. Das habe ich nur so gesagt. Fühlt sich irgendwie komisch an gerade. Wegen mir jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht auch. Du sprichst ja nicht. Ich sprech doch. Ja. Ja, Entschuldigung, ich fange halt gerade erst an. Ich mache das heute auch zum ersten Mal. Ich muss halt noch üben. Ich kann nicht so gut mit fremden Mädchen reden. Ja. Dann hättest du vielleicht was anderes machen sollen. Was soll das denn heißen? Ist das nicht der Sinn der Sache, hier mit fremden Leuten zu reden? Ja? Okay. Wenn du hier sitzt und sagst, dass du das eh nicht kannst, was willst du denn hier? Was willst du denn dann hier? Ich kann ganz gut mit Leuten reden. Ich wollte hier wen kennenlernen. Keine Ahnung. Habe ich doch gesagt, war eine doofe Idee. Warum denn doofe Idee? Das ist doch total unfair jetzt. Bin ich es nicht wert, kennengelernt zu werden, oder was? Ich üb halt noch. Ist ja gut. Tut mir leid. Lass uns noch mal von vorne anfangen. Also Hans, was verschlägt dich hierher? Ja, hab ich doch schon gesagt. Ich will üben. Mit fremden Mädchen zu reden. Genau. Warum? Weil ich das nicht so gut kann. Hast du mir nicht zugehört? Und wieso jetzt? Ist irgendwas passiert? Fühlst du dich einsam? Willst du auch jemanden kennenlernen? Nee. Und warum bist du denn hier? Zum Üben. Aber bist du taub oder sowas?
Also du willst hier niemanden kennenlernen? Nee. Also, ich habe schon wen kennengelernt, aber ich kann die halt nicht so ansprechen und deshalb will ich üben. Du willst jetzt an mir üben, deine Flamme anzusprechen, oder was? Naja, also, ja, so ungefähr. Also doch, ja. Das ist ja großartig. Sehr charmant. Ich meine, das ist doch echt mal eine Frechheit, oder? Ich meine, wie respektlos ist das denn bitte? Weißt du, das mag vielleicht für dich dumm oder naiv klingen, aber die meisten hier kommen hierher mit einer Hoffnung oder sowas. Weißt du, ich finde das hier gerade auch komisch und bin halt hier, weil eine Freundin von mir das eben einfach so vorgeschlagen hat. Ja, aber es ist eben aber auch schwierig, einfach so immer zufällig irgendwo einen tollen Typen kennenzulernen. Und dann geht man halt eben zu solchen Verzweiflungsveranstaltungen wie hier. Ja? Aber weißt du, ja, ich bin hierher gekommen, um einen tollen Typen kennenzulernen und dann mal vielleicht auszugehen. Und da siehst du hier und willst du üben? Ich meine, für wen hältst du dich eigentlich? Entschuldigung, habt ihr hier gerade irgendwas laufen? Denn eigentlich bin ich ja jetzt dran. Halt doch jetzt mal die Fresse, Alter! Wer hat dich denn jetzt gefragt? Siehst du nicht, dass wir etwas diskutieren, oder was? Ich gehe jetzt. Nein, du gehst jetzt nicht. Wie lässt du mich denn jetzt hier sitzen? Ja, Entschuldigung. Ach, fickt euch doch. Jetzt warte doch mal. Jetzt sag doch mal was dazu. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, was sowas soll? Ja, bleib doch da drin. Du wolltest da doch wen kennenlernen. Jetzt nicht mehr, du hast mir den Spaß verdorben. Tut mir leid. Wer zur Hölle geht zum Speeddating zum Üben? Entschuldigung, das war eine dumme Idee. War Hobbits Idee. Wer ist das denn? Ein Freund von mir. Scheiß Name. Das finde ich auch. Es tut mir leid. Was? Ja, der Trainer habe ich überreagiert. Macht nichts. Das war eine dumme Idee. Eigentlich ganz süß. Was? Ja, dass du übst, um jemanden anzusprechen. Hat wohl kaum viel gebracht. Sorry. Willst du zurückgehen? Nein. Stimmt, wäre auch peinlich jetzt, oder? Also, ich gehe dann mal. Ich muss noch zur Videothek. Haha, was für eine dumme Ausrede. Wieso dumme Ausrede? Weil du jetzt nur abhauen willst. Ja, ist okay, geh ruhig. Ich kann das verstehen. Ich will nicht einfach nur abhauen. Ich muss wirklich zur Videothek. Aha. Und warum? Weil ich heute Abend einen Film gucke. Mit Hobbit. Welchen Film? Cabin in the Woods. Okay, das war schnell. Gucken wir wirklich? Glaube ich dir. Wirklich? Ist okay, du brauchst mich nicht anzulügen. Ich lüg nicht. Ist ja gut. Boah, ich erzähl doch keinen Scheiß. Ich meine, dann komm halt vorbei. Ist das jetzt eine Einladung oder sowas? Ja? Ja, okay. Also, du musst nicht. Doch, doch, gerne. Ja, wo wohnst du? Bieberstraße 11. Okay. Bei Wagner klingeln. Ach, so heißt du, Hans Wagner. Ja? Dann bis heute Abend? Ja. Hobbit, wir machen heute Videoabend mit Amelie. Wer ist Amelie? So ein Mädchen, das habe ich beim Speeddating kennengelernt. Aha. Nee, nicht so. Die ist echt gruselig. Und wieso machen wir dann Videoabend mit der? Weil ich die aus Versehen eingeladen habe. Wie kann man denn jemanden aus Versehen einladen? Das erkläre ich dir später. Jetzt komm, wir müssen Chips kaufen. Und Gelee-Bananen. Ja, komm. Hans und Hobbit bereiteten den Abend gut vor.
Es gab alles, was man für einen richtig professionellen Videoabend brauchte. Amelie sollte keinen Zweifel daran haben, dass die beiden zum Filmegucken verabredet gewesen waren, also durfte nichts improvisiert werden. Keiner der drei konnte es wissen. Doch dies war der Beginn des ersten von vielen Videoabenden, die sie gemeinsam haben sollten. Durch eine Nachlässigkeit beim Haushalt mit seinen Tabletten hatte sich Hans' Leben verändert. Er hatte sich verliebt, hatte Freunde gefunden, hatte Menschen um sich, mit denen er Filme schauen, lachen und Spaß haben konnte. In Hans regte sich ein Gefühl, von dem er eigentlich gedacht hatte, es sei für immer gegangen. Glück. I am collecting little pictures. I put them in boxes in my mind. Some are older, some new, some sparkle and glitter. I keep them safe from weather and time. For example, the cigarettes in the kitchen of the friends after running through the rain together. The girl at the street Dublin beer with her feet, and the homeless dog happy for something to eat. The hand-printed t-shirts at concerts and cellars, the movie premieres in dancing classrooms. The crowd at the fire at the lake sings Umbrella, and you, always you. Wer bist du? Ich bin eine Fee. Aha, und was machst du in meiner Wohnung, Fee? Du hast einen Wunsch frei. Ich habe einen... Warte mal. Ist das hier noch eine von Hobbits Ideen? Hat der dich geschickt? Ist das hier irgendwas Perverses? Also, dann tut's mir nämlich echt leid, aber ich habe absolut kein Interesse. Wer ist Hobbit? So ein Typ, so groß, dunkle Haare, hässliche Regenjacke? Nein? Okay, also du bist keine... Keine... Naja, du weißt schon, du bist keine... Ja? Also es geht hier nicht um Sex, ja? Was? Nee, schon gut, vergiss es einfach. Du bist merkwürdig. Sagt die Frau, die in meiner Wohnung vor meinem Bett steht und behauptet, sie sei eine Fee. Ich bin eine Fee. Sicher, du kannst zaubern und all sowas. Ja, wenn du das willst. Ja, zauber mal was. Ist das dein Wunsch? Wie viel habe ich denn frei? Einen. Nein, dann ist das nicht mein Wunsch. Ich will nur einen Beweis, dass du zaubern kannst. Okay, ich mach was Kleines. Brauchst du den Tisch da? Den Tisch? Naja, jetzt gerade im Moment nicht. Warum? Heilige Scheiße, was war das denn? Du hast gesagt, ich soll was zaubern. Ja, also, nein, ich meine... Oh mein Gott, mein Tisch ist ein Hund. War das falsch? Naja... Soll ich den zurückverwandeln? Nein, der arme Hund, der ist süß. Willst du den behalten? Ja, ich nenne ihn... Rudi. Ist das ein guter Hundename? Ja. Okay. Also, du bist eine echte Fee. Ja. Ja, und offensichtlich bin ich wach. Richtig. Und ich habe also einen Wunsch frei. Ganz genau. Gibt es dafür irgendeinen Grund? Nö, einfach so. Okay. Na gut. Warum nicht? Ich wünsche mir jetzt was. Gut. Was denn so? Was immer du willst. Völlig egal? Ja, so ziemlich. Sag einfach. Okay. Gut. Also hier ist mein Wunsch. Ich möchte, dass sich die schöne Kassiererin vom Supermarkt in mich verliebt.
Oh, Was? Liebe kann ich nicht. Wie, Liebe kannst du nicht? Sorry, das ist schwierig. Ich dachte, du wünschst dir Geld oder sowas. Liebe ist kompliziert. Wow, du bist echt weise. Jetzt werd mal nicht sarkastisch. Warte, ich kann das vielleicht einrichten. Was? Ja, ich kann das mit der Liebe nicht so gut, aber ich kenne jemanden, der kann sowas zaubern. Aha, es gibt noch mehr von euch? Ja, sicher. Aber der, den ich meine, der ist jetzt nicht direkt einer von uns. Keine Fee. Nee, der ist mehr so was Eigenes. Aha. Egal. Ich habe dir einen Wunsch versprochen. Ich will dich jetzt nicht enttäuschen. Wir müssen nur mal eben diesen Typen besuchen. Kommst du mit? Wohin? Ich glaube, es geht hier lang. Na komm. Das ist ein Schrank. Aber das ist kein gewöhnlicher Schrank. Der ist von Ikea. Du nervst. Komm jetzt mal einfach. Okay. Bitte was? Ich habe doch gesagt, das ist kein normaler Schrank. Oh, schlag mich. Au, okay. Ich bin wach. Ja. Beruhigt? Nein. Okay. Können wir trotzdem? Ja. Gut, komm mit. Und so folgte Hans der Fee durch die merkwürdige Landschaft, in die sie ihn gebracht hatte. Alles um ihn schien so schön zu sein, und doch war da etwas. Irgendetwas auf dem Grund des Sees, im Unterholz des Waldes oder einfach irgendwo, nicht genau auszumachen, am Horizont, das ihm einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Wir sind da. Ja, bitte? Hallo, Gregor. Ah, sieh mal an. Eine Fee. Was verschafft mir die Ehre? Ein Wunsch. Der junge Mann hier. Ah, ein Wunsch. So. Wie heißt du? Hans. Ah. Kommt mal rein, ihr beiden. Tee? Nein. Nein, danke. Also das ist wirklich guter Tee? Nicht? Ah. Na gut. Ihr wisst ja nicht, was ihr verpasst. Also, einen Wunsch. Ja, peinliche Geschichte. Also, ich hatte ihm einen Wunsch versprochen und gesagt, er kann sich wünschen, was er will. Und dann hat er sich was gewünscht, was ich nicht kann. Also dachte ich dann, naja, versprochen ist versprochen. Also helfe ich ihm jetzt einfach, dass das erfüllt wird. Mhm, verstehe. Das muss ja ein wilder Wunsch sein. Was ist es? Also das ist ein bisschen... Also, ich habe mir gewünscht, dass die schöne Kassiererin vom Supermarkt sich in mich verliebt. Liebe? Das ist ungewöhnlich. Du könntest dir Geld wünschen? Ne? Die meisten wünschen sich Geld. Ja, ich habe ihm das auch vorgeschlagen. Also, wenn das jetzt mit der Kassiererin nicht geht, dann kann ich mir auch Geld wünschen, wenn ihr wollt. Nee, lass mal. Ich kann das. Es ist nur schwierig. Und ich bin keine Fee, musst du wissen. Das ist ziemlich offensichtlich. Bitte? Nichts.
Dein Wunsch wird bei mir nicht gratis in Erfüllung gehen. Verstehst du? Ich erwarte eine Art Bezahlung. Wie jetzt? Geld? Quatsch. Wenn ich Geld wollte, dann könnte ich es mir doch herzaubern, oder? Ich habe was anderes im Sinn. Etwas Wertvolleres. Mach dir keine Gedanken. Du wirst gar nicht merken, dass es dir fehlt. Du wirst nicht mal merken, dass ich es dir nehme. Was denn? Ich werde deinen Wunsch erfüllen, wenn du mir als Gegenleistung einen Traum überlässt. Einen Traum? Ja, einen Traum. Du weißt, Träume, du schläfst nachts, das verrückte Zeug in deinem Kopf. Das will ich haben. Also, klar, ist kein Problem. Und wie gebe ich dir das? Na, mach dir darüber keine Gedanken. Haben wir einen Deal? Also, du machst, dass die Kassiererin in mich verliebt ist und kriegst dafür einen Traum. Richtig. Das klingt doch ganz okay, oder? Ich meine, das ist so abgefahren hier, Leute. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Du wirst dich wundern. So, dann mach es dir bequem, leg dich hin und ich werde... Was ist das denn? Ah ja, da. Ich werde dir jetzt hiervon 3 Tropfen geben. Die machen müde. Also, Mund auf. Sehr gut. Und 1, 2, 3. Das müsste reichen. Nun. Schläft schon. Sehr gut. Alles schien nur ein Traum gewesen zu sein. Die Sonne schien, seine Wohnung war relativ aufgeräumt und Rudi saß friedlich neben seinem Bett. Guten Morgen, liebe Welt, es ist ein wunderschöner Tag. Stadt ist bunt und nicht mehr grau, als wenn ein Schatten auf ihr lag und jetzt die Sonne scheint. Das Glück der Welt kommt endlich mal zu mir. Ich dachte schon, es hasst mich, doch jetzt macht es aus uns wir. Die schönste Kassiererin der Welt. Ich weiß nicht ihren Namen, doch bin sicher, dass er mir gefällt. Und ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben. Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben? Ich bin neu und die Welt erstrahlt in wunderschönem Licht. Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht. Und alle können reden oder denken, was sie wollen. Ich habe alles, was ich brauche und mein Leben wird jetzt toll. Der Hund ist der Beweis, ich weiß es und mein Glück wird jetzt perfekt. Wunderschön und nur am Anfang hat es mich erschreckt. Und ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben. Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben? Ich bin neu und die Welt erstrahlt in wunderschönem Licht. Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht. Und ich bin glücklich, als wär's der erste
Tag in meinem Leben. Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben? Ich bin neu und die Welt erstrahlt in wunderschönem Licht. Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht. Und ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben. Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben? Ich bin neu und die Welt erstrahlt in wunderschönem Licht. Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht. Noch bevor sie auf den Boden aufgeschlagen war, war die schöne Kassiererin schon tot gewesen. Bevor sie und Hans auch nur ein Wort hatten wechseln können. Gregor, wir müssen noch mal sprechen. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen das nochmal machen. Gregor? Gregor? Gregor war nicht da. Der Schrank war nur ein Schrank. Frau Schön war tot und Hans konnte nichts daran ändern. Und der einzige Schuldige an dieser Katastrophe, den er ausmachen konnte, war er selbst. Ja, Hallo Hans? Ist alles okay bei dir? wieso? Ja, ein paar Tage nichts gehört. Wollen wir was machen? Videoabend? Nein, Was ist los? nichts. Du klingst ja furchtbar. Was machst du gerade? Sterben. Ich komm vorbei. Nein.
Es war der dunkelste Moment in Hans' Leben. Wie gut, dass er nicht alleine war. Der Hund. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich muss irgendwie mal weg oder so. Scheiße. Hans, wo gehst du denn hin? Seit wann hast du eigentlich einen Hund? Hast du mal einen Traum? Traum? Hast du schon gehört? Die Ratten verlassen die Stadt. Es gibt einen neuen König. Und weißt du, wer maßgeblich dazu beigetragen hat? Was redest du? Hat alles gut geklappt? War sie in dich verliebt? Was? Du bist irgendwie erbärmlich. Alles ein bisschen viel für so ein simples Gemüt wie deins. Hm? Was passiert hier? Eine neue Ära beginnt. Du wirst überrascht sein. Was zur Hölle redest du? Hör nicht drauf. Ich bin verrückt. Und die alten Götter werden wiederkehren. Und sie werden die Welt zurücknehmen. Und sie werden die belohnen, die ihnen den Weg bereitet haben. Das ist nicht Tod, das ewig liegt, bis dass der Tod die Zeit besiegt. Wir schalten jetzt zu unserem Wetterkorrespondenten Robert Wiechmeier. Robert, erzähl uns, was geht da vor sich? Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir leider noch nicht viel mit absoluter Sicherheit. Es ist ganz klar ersichtlich, dass hier ein Sturm aufzieht, nur können Meteorologen uns zum jetzigen Zeitpunkt weder sagen, wie stark er werden wird, noch genau, wo er herkommt.
Es ist anzunehmen, dass die höchsten Sturmstärken heute Nacht und im Verlauf des morgigen Tages erreicht werden. Aber eins kann ich dir sagen, Marie. Schön ist das Wetter hier draußen schon jetzt nicht. Das sehen wir, Robert, und wir bewundern dein Durchhaltevermögen da draußen. Was für Empfehlungen können wir jetzt aussprechen? Wie sollen sich die Menschen am besten verhalten? Die Polizei empfiehlt, im gesamten Stadtgebiet im Haus zu bleiben. Mehr kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, bleiben Sie im Haus. Was wollt ihr denn? Einfach nur Hallo sagen. Hallo. Du bist runtergekommen aus Alter. Du bist doch gestört. Welt, sieh, das ist Hobbit. Ein abtrünniger Bastard. Jetzt halt mal einen Ball flach, ja? Abtrünniger Bastard. Was ist denn das für eine Mittelaltersprache? Du hast recht. Welt, sieh, das ist Hobbit. Der einfach nicht mehr mitmachen wollte, als es ernst wurde. Der nicht mehr mitmachen wollte, als alle verrückte Sektenspinner geworden sind. Und der auch weiterhin überhaupt keine Lust hat, mit euch zu reden. Na, dann lassen wir doch das Gelaber. Aua! Wir dürfen den doch nicht umbringen, Mann! Der lebt doch noch. Oh, hilf mir mal. Ah! Als der tote Hund aufstand und in den Fernseher stieg, zerbrach etwas in Amelie, das nie wieder heilen sollte. Es ist zu viel für den menschlichen Verstand, wenn die Realität sich langsam auflöst. Während Amelie in Panik aus Hans' Wohnung floh, wurde anderorts etwas vorbereitet, worauf sich viele Bewohner der Stadt schon seit langer Zeit völlig unbemerkt gefreut hatten. Sie erwarteten die Ankunft eines ganz besonderen Gastes. Es tut mir leid. Wirklich. Was soll das? Hallo? Was soll das? Alles nur ein Traum, ja? Genau. Ja. Alles nur ein Traum. Gregor? Hallo? Werde ich jetzt verrückt, ja? Stimmen hören? Mit sich selber reden? Komische Sachen sehen? Ja, ganz offensichtlich werde ich jetzt verrückt.
Meine Freunde, es ist fast geschafft. Wie lange wart ihr Dreck? Wie lange Abschaum? Wie lange haben sie euch angespuckt und euch angesehen wie Aussätzige? Nun, diese Zeiten sind vorbei. Ja! 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 Wir stehen ganz kurz vor der Ankunft der alten Götter. Und sie werden die belohnen, die ihnen den Weg bereitet haben. Unendliche Macht. Und ihr, meine Freunde, ihr sollt teilhaben. Wir werden das Reich der Götter wieder aufziehen sehen. Ja, genau, ja! Und nun, lasst uns handeln, wie wir handeln sollen. Unserer innersten Natur nach. Nehmt den Abtrünnigen zum Festmahl! Hobbit konnte und wollte nicht glauben, was geschah, bis sich Zähne in seinen Arm gruben und Fleischstücke herausrissen. Er sein warmes Blut über den gesamten Körper strömen spürte und alles sonderbar leicht und matt wurde. Er sah der merkwürdigen Versammlung dabei zu, wie sie in ihrem absurden, okkulten Ritual seine Bauchdecke aufrissen, sich an seinen Innereien weideten und fühlte nichts als Mitleid, als er sich in den gescheiterten Existenzen auflöste. Gregor hatte etwas beschworen, das er selbst nicht verstand. Es hatte ihn Jahre, viel Kraft und Anstrengung gekostet, aber endlich hatte er sein Ziel erreicht. Er hatte gesammelt, was er brauchte, und hatte etwas gerufen, das weit über seine eigene Vorstellungskraft hinausging. Und es war auf direktem Weg zur Stadt. Etwas Altes, Böses, Mächtiges. Was machst du hier? Geh von mir weg. Hans, was ist hier los? Wo sind alle? Wo sind alle? Die ganze Stadt steht leer. Geh weg von mir. Was ist mit dir? Das ist wahrscheinlich auch alles wieder nicht echt, hä? Was meinst du? Ich wach gleich schon wieder in meinem Bett auf. Hans, ich bin echt. Ich stehe hier vor dir und will wissen, was los ist. Was war das für ein Hund? Welcher Hund? Ja, dein Hund, verdammt nochmal. Der bloß nicht da war und dann tot oder in den scheiß Fernseher gegangen ist. Wo ist Hobbit? Weiß ich nicht. Ich glaube, ihn hat jemand entführt. Ich habe was gesehen. Ich mache mir Sorgen. Wirst du jetzt auch verrückt oder was? Ja, Hans. Ganz offensichtlich werde ich jetzt auch noch verrückt. Was war das für ein Hund? Keine Ahnung. Den hat eine Fee gezaubert. Halt die Fresse, verdammt nochmal. Verarsch mich jetzt nicht! Was ist los? Was ist mit dir? Amelie, was ist los? Amelie, was ist mit dir? Geh weg. Was? Bitte geh weg. Was ist passiert? Ich habe das Böse gesehen. Hä? Was soll das heißen? In dir. Geh weg. Geh weg! Amelie, halt durch. Ich hol Hilfe. Durch eine rätselhafte Macht war alles Menschliche aus Amelie gewichen. Ein Monstrum stand vor Hans. Ein Relikt alter Zeiten, die heraufbeschworen worden waren. Bett.
Ich habe es geschafft. Ich habe die Anweisungen der alten Bücher befolgt. Ich habe ein Tor geöffnet. Die Götter können durch einen Traum kommen. Der Mann, der ihn mir verkauft hat, ist dem Wahnsinn so nah, wie man nur sein kann. Was glaubst du, wer du bist? Nur ein höriger Diener. Was hast du nur mit diesen Büchern zu schaffen? Ihr habt mich in die Bibliothek geführt, in meinen Träumen, immer wieder. Ich habe sie dort gelesen und ich habe mir gemerkt, was ich zu tun habe. Armer Thor, die Götter wecken und wütend machen. Wütend? Niemand hat dir gesagt, dass du irgendetwas tun sollst. Was? Es ist noch nicht die Zeit. Dein kleines Gehirn ist noch gar nicht imstande, nur ansatzweise zu verstehen, was du tust. Du hältst dich für so allwissend, weil du Bücher gelesen hast, die Menschen geschrieben haben. Du weißt nichts. Du bist nur ein Mensch. Für wen hältst du dich, dass du glaubst, die Götter auf die Erde runterholen zu können? Für wen hältst du dich, dass du meinst, sie zu wecken? Du hast einen großen Fehler begangen. Es endet hier. Was ist hier passiert? Du würdest es nicht verstehen. Wenige Tage später ging eine rätselhafte Meldung durch die Welt von einer Stadt, die eines Tages einfach komplett leer stand. Keine Menschenseele war mehr aufzufinden. Keine Leichen, keine Spuren einer Panik oder einer Katastrophe. Alle Bewohner waren spurlos und für immer verschwunden.